Hallo meine Freunde, schön, dass ihr wieder hier seid. Wie geht's euch heute? Seid ihr bereit für eine neue Lektion? Für alle, die neu auf unserem Kanal sind, wir erstellen unsere Lernvideos jetzt mit Untertiteln in Englisch, Persisch, Türkisch, Arabisch und Russisch. So könnt ihr Deutsch mit eurer Lieblingssprache lernen, klar, langsam und mit Spaß. Was für ein wunderschöner Tag zum Deutschlernen. Heute sprechen wir über das Thema jemanden um Hilfe bitten und auf eine Bitte reagieren. Grammatik: Dativ, Akkusativ, Wechselpräpositionen. Bleibt also dran. Heute wartet eine spannende Geschichte auf euch, voller Emotionen, neuer Wörter und echter Alltagssituationen. Heute haben wir eine kleine Szene aus Lenas Alltag. Sie wohnt in einer neuen Wohnung und will ihr Wohnzimmer endlich gemütlich machen. Doch wie so oft klappt nicht alles allein. Und genau hier beginnt unsere Geschichte. Hören wir mal zu, was passiert. Oh nein, der Schrank ist zu schwer. Ich kann ihn nicht allein an die Wand schieben. Tim, bist du zu Hause? Könntest du mir bitte helfen? Ja klar, was brauchst du? Ich versuche, den Schrank an die Wand neben das Fenster zu stellen, aber er hängt fest. Okay, kein Problem. Ich helfe dir. Aber pass auf den Teppich auf. Ja, der ist neu. Also, fass bitte hier unten an. So, ich halte ihn. Jetzt ziehen wir zusammen. 1, 2, 3. Geschafft. Jetzt steht er richtig. Direkt zwischen dem Sofa und dem Tisch. Wow, danke. Ich hätte das echt nicht allein geschafft. Kein Thema. Gern geschehen. Kann ich dir was Gutes tun? Vielleicht einen Kaffee? Das klingt super. Aber du musst nicht. Ich hab dir auch schon oft geholfen. Ja, stimmt. Trotzdem, hilfsbereite Freunde verdienen Kaffee. Dann setz dich. Ich bringe Tassen aus der Küche. Danke, das ist lieb von dir. Jetzt fühle ich mich richtig zu Hause. So einfach ist es manchmal. Ein bisschen Hilfe, ein bisschen Dankbarkeit und schon wird aus einer Wohnung ein echtes Zuhause. Schöne Geschichte, oder? Damit ihr alles gut versteht, sehen wir uns jetzt die wichtigsten Wörter an. Jemandem helfen. Das bedeutet, einer Person Unterstützung geben. Zum Beispiel, ich helfe meiner Freundin beim Umzug. Etwas schaffen. Wenn du eine schwierige Aufgabe gut machst, dann schaffst du sie. Beispiel: Ich habe es endlich geschafft, das Bild aufzuhängen. Festhängen. Etwas bewegt sich nicht mehr. Es ist festgehängt oder blockiert. Beispiel: Der Schrank hängt fest und lässt sich nicht schieben. An die Wand stellen. Du stellst etwas so, dass es direkt an einer Wand steht. Beispiel: Ich stelle den Schrank an die Wand. Aufpassen. Das heißt vorsichtig sein oder etwas genau beobachten. Beispiel: Pass auf den Teppich auf, er ist neu. Anfassen. Das heißt, etwas mit der Hand berühren oder festhalten. Beispiel: Fass bitte unten am Schrank an. Zusammenziehen. Zwei Personen bewegen etwas gemeinsam. Sie ziehen zusammen. Beispiel: Wir ziehen den Schrank zusammen an die Wand. Stehen bleiben. Nicht weitergehen oder sich nicht mehr bewegen. Beispiel: Der Schrank bleibt jetzt stehen. Perfekt. Sich bedanken. Wenn du Danke sagst, bedankst du dich. Beispiel: Ich bedanke mich bei dir für deine Hilfe. Verdienen. Wenn du etwas Gutes tust, bekommst du etwas dafür. Du verdienst es. Beispiel: Hilfsbereite Freunde verdienen Kaffee. Gemütlich. Das beschreibt etwas Warmes, Angenehmes, wo man sich wohlfühlt. Beispiel: Jetzt ist das Wohnzimmer richtig gemütlich. Die Dankbarkeit. Das Gefühl, wenn du froh bist, dass dir jemand hilft.
Beispiel: Sie zeigt ihre Dankbarkeit mit einem Lächeln. Das Zuhause. Nicht nur eine Wohnung, ein Ort, wo du dich geborgen fühlst. Beispiel: Jetzt fühlt sie sich richtig zu Hause. Super. Jetzt machen wir ein kleines Training. Könnt ihr euch die Wörter merken? Füllt die Lücken in der Geschichte aus. Heute haben wir eine kleine Szene aus Lenas Alltag. Sie wohnt in einer neuen Wohnung und will ihr Wohnzimmer endlich gemütlich machen. Doch wie so oft klappt nicht alles allein. Und genau hier beginnt unsere Geschichte. Hören wir mal zu, was passiert. Oh nein, der Schrank ist zu schwer. Ich kann ihn nicht allein an die Wand schieben. Tim, bist du zu Hause? Könntest du mir bitte helfen? Ja klar, was brauchst du? Ich versuche, den Schrank an die Wand neben das Fenster zu stellen, aber er hängt fest. Okay, kein Problem. Ich helfe dir. Aber pass auf den Teppich auf. Ja, der ist neu. Fass bitte hier unten an. So? Ich halte ihn. Jetzt ziehen wir zusammen. 1, 2, 3. Geschafft. Jetzt steht er richtig. Direkt zwischen dem Sofa und dem Tisch. Wow, danke. Ich hätte das echt nicht allein geschafft. Kein Thema. Gern geschehen. Kann ich dir was Gutes tun? Vielleicht einen Kaffee? Das klingt super. Aber du musst nicht. Ich hab dir auch schon oft geholfen. Ja, stimmt. Trotzdem, hilfsbereite Freunde verdienen Kaffee. Dann setz dich. Ich bringe Tassen aus der Küche. Danke, das ist lieb von dir. Jetzt fühle ich mich richtig zu Hause. So einfach ist es manchmal. Ein bisschen Hilfe, ein bisschen Dankbarkeit. Und schon wird aus einer Wohnung ein echtes Zuhause. Willkommen zum Grammatikteil unserer heutigen Lektion. Heute wird's richtig wichtig. Aber keine Sorge, wir machen das Schritt für Schritt. Ganz einfach und mit Beispielen, die du sofort verstehst. 1. Was ist der Akkusativ? Der Akkusativ zeigt die Person oder Sache, die die Handlung direkt bekommt. Frage: Wen oder was? Das ist der Akkusativ. Beispiele: Ich sehe den Hund. Wen sehe ich? Den Hund. Ich kaufe die Blume. Was kaufe ich? Die Blume.
Ich bringe Tassen aus der Küche. Was bringe ich? Tassen. Merke, immer die Frage stellen, wen oder was. Dann findest du den Akkusativ. 2. Maskuline Nomen. Maskuline Nomen ändern sich im Akkusativ. Beispiele: Der Hund, ich sehe den Hund. Der Schrank, ich stelle den Schrank an die Wand. Der Ball, ich werfe den Ball zu Tim. Merke, wenn ein männliches Nomen die Handlung direkt bekommt, ändert sich der Artikel. Der, den. Feminine Nomen. Feminine Nomen ändern sich nicht. Beispiele: Die Blume, ich kaufe die Blume. Die Lampe, ich hänge die Lampe auf. Die Wand, ich stelle den Schrank an die Wand. Merke, feminine Nomen bleiben im Akkusativ immer gleich. 4. Neutrale Nomen. Neutrale Nomen ändern sich ebenfalls nicht. Beispiele: Das Haus, ich sehe das Haus. Das Regal, ich stelle das Regal ins Wohnzimmer. Das Buch, ich lese das Buch. 5. Plural. Plurale Nomen ändern sich nicht. Beispiele: Die Bücher, ich habe die Bücher gelesen. Die Tassen, ich bringe die Tassen aus der Küche. Die Stühle, ich stelle die Stühle um den Tisch. Merke, nur maskuline Nomen ändern sich im Akkusativ. Alle anderen Formen bleiben gleich. 6. Feste Präpositionen mit Akkusativ. Einige Präpositionen brauchen immer den Akkusativ. Durch, für, gegen, ohne, um. Beispiele: Ich gehe durch den Park. Das Geschenk ist für die Freundin. Ich spiele gegen den Bruder. Ich gehe ohne den Hund spazieren. Wir sitzen um den Tisch. Merke, sobald du eine dieser Präpositionen benutzt, benutze sofort den Akkusativ. Zwei. Was ist der Dativ? Der Dativ zeigt die Person oder Sache, die von der Handlung profitiert oder betroffen ist. Frage: Wem oder was? Das ist der Dativ. Beispiele: Ich gebe dem Mann das Buch. Wem gebe ich das Buch? Dem Mann. Ich schenke der Frau Blumen. Wem schenke ich Blumen? Der Frau. Ich erkläre dem Kind die Aufgabe. Wem erkläre ich die Aufgabe? Dem Kind. Merke, wenn jemand die Handlung empfängt oder davon betroffen ist, steht diese Person oder Sache im Dativ. 3. Artikel im Dativ. Die Artikel ändern sich je nach Genus. Maskulin der. Beispiel: Der Mann. Ich gebe dem Mann das Buch. Weitere Beispiele: Ich helfe dem Freund. Ich erzähle dem Lehrer eine Geschichte. Feminin die. Beispiel: Die Frau. Ich schenke der Frau Blumen. Weitere Beispiele: Ich zeige der Schwester das Bild. Ich danke der Kollegin. Neutrum das. Beispiel: Das Kind. Ich erkläre dem Kind die Aufgabe. Weitere Beispiele:
Ich gebe dem Baby das Spielzeug. Ich zeige dem Tier den Weg. Plural die. Beispiel: die Kinder. Ich erzähle den Kindern eine Geschichte. Weitere Beispiele: ich bringe den Gästen das Essen. Ich danke den Freunden für die Hilfe. Merke: maskulin der, dem, feminin die, der, Neutrum das, dem, Plural die, den. 4. Häufige Verben mit Dativ. Viele Verben benutzen ein indirektes Objekt. Geben: ich gebe dem Mann das Buch. Helfen: ich helfe dem Freund. Danken: ich danke der Kollegin. Zeigen: ich zeige dem Kind das Bild. Antworten: ich antworte dem Lehrer. 5. Feste Präpositionen mit Dativ. Einige Präpositionen brauchen immer den Dativ. Aus, bei, mit, nach, seit, von, zu. Beispiele: ich komme aus der Stadt. Ich bin bei dem Freund. Ich spreche mit der Lehrerin. Wir fahren nach der Schule. Ich wohne seit einem Jahr in Berlin. Das Geschenk ist von dem Bruder. Ich gehe zu dem Arzt. Merke: sobald du eine dieser Präpositionen benutzt, verwende immer den Dativ. Drei. Was sind Wechselpräpositionen? Wechselpräpositionen sind Präpositionen, die entweder den Akkusativ oder den Dativ verlangen. Frage: wohin? Akkusativ. Frage: wo? Dativ. Die wichtigsten Wechselpräpositionen sind an, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor, zwischen. Merke: Akkusativ gleich Bewegung, Ziel. Wohin? Dativ gleich Ort, Position. Wo? 4 Beispiele für Akkusativ Bewegung. Wenn etwas bewegt wird oder wohin geht, benutzt man den Akkusativ. Ich lege den Ball auf den Tisch. Wohin lege ich den Ball? Auf den Tisch. Sie stellt den Stuhl neben den Schrank. Wohin? Neben den Schrank. Wir gehen in das Zimmer. Wohin? In das Zimmer. Ich hänge das Bild an die Wand. Wohin? An die Wand. Tipp: Stell dir vor, du bewegst etwas wirklich. Dann ist es fast immer Akkusativ. Beispiele für Dativ: Ort, Position. Wenn etwas steht, liegt oder ist, benutzt man den Dativ. Der Ball liegt auf dem Tisch. Wo liegt der Ball? Auf dem Tisch. Der Stuhl steht neben dem Schrank. Wo steht der Stuhl? Neben dem Schrank. Wir sind in dem Zimmer. Wo sind wir? In dem Zimmer. Das Bild hängt an der Wand. Wo hängt das Bild? An der Wand. Tipp: Stell dir vor, du schaust nur auf den Ort ohne Bewegung. Dativ.
Heute haben wir unglaublich wichtige Themen gelernt. Die Grundlagen, die dein Deutsch von Anfang an stark machen. Mit diesem Wissen wird es dir viel leichter fallen, flüssig und schön zu sprechen. Wiederhole die Übungen immer wieder, damit alles für dich ganz leicht wird und sich richtig in deinem Kopf festsetzt. Wenn dir das Video gefallen hat, vergiss nicht, ein Like dazulassen, die Glocke zu aktivieren, um keine neuen Tipps zu verpassen und natürlich unseren Kanal zu abonnieren. Schreib uns auch in die Kommentare, welche Themen du dir als nächstes wünschst. Wir freuen uns auf dein Feedback. Danke, dass du heute dabei warst und bis zum nächsten Mal.